nehmt euch wirklich Zeit für eine qualitative, kreative sexuelle Begegnung. Es kann 24-Stunden-Rennen fahren, es kann sowohl Kurzstrecken, es reinigt den Motor, es rettet kleine Kinder in Afrika, es sterben keine Eisbären dadurch und ihr werdet mit diesem Öl im Prinzip alle Probleme eures Lebens lösen. Und das sind nur 2 Beispiele. Reibwertverminderer, hör auf zu lachen, Alter. Das ist doch, Kurwa, das ist ein seriöses Video. Warum schneidest du die Kartons rein? Ja, Ding, die Behälter sind doch Ding, Qualität germanisch. Kurwa, mach das Messer weg. Hast du Angst? Du bist kriminell. Nein, das ist für deinen eigenen Schutz. Oh Kurwa, das ist schwer. Ja, das ist Ding wie dein Bauch, Alter. Kurwa, das sieht aber schon geil aus. Kameraden, wie ihr seht, heute Thema unser Motoröl. Ja, Kurwa, das brauchen wir, ey. Das Kurwa ist viel wichtiger. Auch kühler, was ist der Unterschied? Oder das andere ist für Wagen. Ne, das ist glaube ich für BMW. Das ist Kurwa für die Bremse, das weiß ich zumindest. Das ist für Bremse. Made in Germany. Und was ist das? Was hast du hier bestellt? Was ist das? 0W20. 5W30 gibt's ja auch. Und wofür das? Ich habe das nicht bestellt. Du doch? Du hast dem Kurva, du hast dem geschrieben, was die schicken sollen. Ich habe das nicht bestellt. DPF 4 Plus. Was ist DPF 4? Wer fährt DPF? Wir haben kein DPF. Hast du gut bestellt. Ah! Sollen wir nicht zeigen, dass wir das soll glaube ich zeigen, dass die auch andere Öle haben. Und wofür? Da steht da auch sogar drauf. Alle fahren Rectol Racing, haben wir gesagt, Kurva. Da wird keine Kompromisse gemacht. Das hier, Kurva. Verstehst du? Ich erinnere mich nicht dran, dass ich denen das geschrieben habe. Also, daran kann ich mich nicht erinnern. Hast du gut aufgebaut. Und bevor viele denken, es geht irgendwie um Product Placement oder wie heißt das? Produktplatzierung. Kannst du vielleicht drehen? Hier. Na, du bist Kurva, der halbe Ingenieur. Du kannst hier erklären, Molybden, Bolybden und die ganze Ding, die Chemie, Kurva. Wie oft haben wir mit Pohlmann im Meeting gesessen? Wie oft hat er dir das erklärt, was Molybden... Ich habe andere Sachen zu tun gehabt. Du bist derjenige, Kurva. Der Jedes Mal. Ja, du hast doch studiert. Weißt du es jetzt? Soll ich denen das alles erklären oder was? Grob. Kurva, du sollst nicht alles vordiktieren, aber zumindest grob, Kurva, die wichtigsten Sachen. Kameraden, auf jeden Fall. Wir haben unser Motorsportöl mit aggressives Silber. Wie gefällt euch? Sagt. Es gibt, was gibt's noch mal alles? 5W40, 5W50 und 5W60. 10W60 debil, Alter. Ja, Entschuldigung. Gibt in verschiedenen Behältern 1 Liter, 5 Liter und Kurva für die Kameraden, die viel Ölwechsel machen, 20 Liter. Und warum viel Ölwechsel? Das ist jetzt dein Part, wo du erklären musst. Zusammensetzung, Ölwechselintervalle, Reinigungsmittel, Reibwertminderer. Ich habe gedacht, du hast dich vorbereitet. Bei Rectol gibt es auch Kurva Kühlerschutz, Bremsflüssigkeit und Kurva noch andere Öle für ganz normale germanische Automobile, die auf Straße fahren. Aber bei uns heute Thema Rectol Racing Öl. Ich habe jetzt übernommen. Ich habe hier Stichpunkte mir gemacht. Du hast dir einfach Kurva die Dokumente von Rectol ausgedruckt. Das sollte Kurva ein kurzes Video werden. Jetzt, bevor die denken, das wäre irgendwas, was sind das für zwei debile, Du bist ja wahnsinnig, Mensch. Die muss man nicht mehr in die Fresse, die muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Man fängt ein Video eigentlich, man stellt diese Firma Rectol vor, weil die werden gleich sagen mit diesem Rectol, haha, das klingt wie Rectol. Wie kam überhaupt dazu, wie wir Rectol kennengelernt haben? Vor einem halben Jahr waren wir bei denen hier in der Firma, haben dieses Video hier oben rausgebracht. Ganz wichtig, wichtig ist zu sagen, Kameraden, wir sind Kontakt mit dieser Firma dank euch, dank einen Kameraden da draußen. Hast du das erzählt? Weißt du das überhaupt noch? Weil, Kurva, das ist wichtig zu erwähnen, dass nur aufgrund, Kurva, der Community, wir, Kurva, das können machen. Komm, mach jetzt nicht rum, es soll ein professionelles Vorstellungsvideo von der Firma. Komm, dann auf geht's, nochmal neu. Also. Danke. Geschichte der Firma, so sieht aus, warum interessant, direkt Made in Germanien. Auf jeden Fall waren wir anfangs skeptisch, sind dahin gefahren. Sollen die Mail schreiben oder was? Also ein Ölfinder ist bereits... Und haben uns den Laden angeguckt.
Das ist die Chemie, die drin ist. Die ist dann immer gleich, weltweit. Haben gedacht, okay, haben wir noch nie gehört. Warum haben wir noch nie gehört? Weil dieses Unternehmen in anderer Zeit war, andere Generation, andere, wie nennt man das, Kommunikation. Über die Zeit ganz einfach ist so entstanden, dieses Internet und so und das, was ihr alles so mögt. Und wir auch. Wie soll man das sagen? Hilf mir! Deine Aufgabe ist einfach, mich zu filmen, Alter. Und Ich film dich doch! du hast doch gesagt, wir sollen ein Drehbuch machen, weil das ein professionelles Video werden soll. Stichpunkte hast du. Du weißt gut nicht mal, was du sagen willst. Und ich weiß nicht, was ich muss. Ja, Ich meine doch jedes Mal das Gleiche, dass du weißt, was du sagen willst, damit Ich kann nicht mehr. doch 30 Jahre wieder filmen, Alter. Stichpunkte habe ich doch da hinten gemacht. Überall sind Stichpunkte, siehst du doch. Die hat erstens Rektol gemacht, nicht du. Ich habe die gemacht, auch ausgedruckt heute Morgen. Wir werden die nächsten Schritte der Online-Plattform begleiten. Du einfach. bist doch der halbe Ingenieur. Jetzt erzähl denen doch das jetzt. Worüber? Reibwertminderer. Was für, du bist so viel zu früh. Es geht doch um die Geschichte dieser Rektol. Wir sind doch bei Rektol, diese Geschichte. Also. Ja, dann sag, Kurva. Internets gab es damals nicht. Die haben, Kurva, keine Endkunden als Zielgruppe gehabt. Sag das doch so. Und deswegen machen die jetzt, Kurva, Marketing, haben sich, Kurva, gedacht, Palak und Trusak sind optimale, Kurva, um ihr Ding Öl zu vermarkten. Bingo! So. Dieser Apparat, ihr wisst Bescheid, macht Folgendes. Das ist ganz wichtig bei diesen Geräten, thermische Belastung und noch vieles weitere. Wir sind da hingegangen, haben gesagt, wir fahren dieses Öl und dann wurde uns Fragen gestellt, warum fahrt ihr dieses Öl? Und dann haben wir gesagt, Du darfst nicht sagen, welches. ja, aber das ist welches? verboten. Ja, dass man das einblendet oder was? Ja, nee, warum fahrt ihr dieses Öl von Ding andere Hersteller? Warum fahren wir? Sag nochmal. Was soll ich nochmal sagen? Fahren Wo ist wir. eigentlich dein Drehbuch, Alter? Kurva. Jetzt komm, du warst schon gut dabei, jetzt gib dir Mühe. Es läuft doch schon gut. Es läuft doch, jetzt komm. Ich weiß nicht, es fluppt halt nicht. Was fluppt nicht? Mir gefällt nicht diese Drehbuch-Scheiße, Alter. Zack, 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 ziemlich langweilige Routine geht los. Dann mach runter. Ich drehe nie wieder mit Handbuch mit diesem Drehbuch. Unzensiert, gleiche selbe Situation wie 99,9% der Ölkäufer da draußen. Wir lesen immer wieder, mir hat der und der empfohlen, weil der ist ein Tuner. Und es ärgert mich auch, wenn auf dem Rücken verunsicherter Menschen Profite gemacht werden. Bist du auch Tuner? Ja? Solche Chemikalien zu trinken ist lebensgefährlich. Also, Notizen habe ich mir gemacht. Das ist cool, was für Notizen? Das ist die Präsentation von der Die Rektol. sind meine Notizen. Du hast zu filmen und geh nicht so nah ganze Zeit mit der Kamera dran. Du stell dich bitte dahin. Ich sag jetzt, auf was es ankommt. Calcium, Magnesium. Aber was ist Calcium, Magnesium? Danke. Willst du dich hier hinsetzen? Calcium, Magnesium ist bei uns in den Ölen wenig vorhanden, weil Wir Kurva was? auf das Öl wechseln, sag das doch einfach. Du bist ein Debil, Alter. Total debil. Weil es ist immer ganz einfach. Ein Kompromiss. Du hast es erkannt. Endlich, damit du diese Fragen nicht jedes Mal Pohlmann stellen musst. Es ist ein Kompromiss. Es ist so, wie wenn ihr ein Auto aufbaut. Ein Kompromiss zwischen was? Du musst denn erst sagen, Reinigungsmittel, was noch? Also Reibwertminderer, Reinigungsmittel und Verschleißschutz. So kann man das sich vorstellen, wie die Performance vom Öl ist. Einsatzgebiet von unserem Öl ist ganz klar maximale. Deswegen weniger Reinigungsmittel, mehr Verschleißschutz, weil Motor wird meistens am Limit bewegt. Je mehr Reinigungsmittel ihr in ein Öl reinmacht, umso mehr, Umso weniger, Kurva. nein, umso... Weißt du, was ich sagen will? Nein, also. Entschuldigung, sag. Nein, jetzt muss ich wieder hier abgucken, Alter. Jetzt hast du schon mich aus dem Konzept gebracht, Alter. Doch, ich erkläre dir das jetzt richtig. Na mach doch deinen Scheiß! Ja, dann erklär doch. Warum erklärst du denn nicht? Kurz gesagt, ein Öl, wo drin steht, es kann 24-Stunden-Rennen fahren, es kann sowohl Kurzstrecken, es reinigt den Motor, es rettet kleine Kinder in Afrika, es sterben keine Eisbären dadurch und ihr werdet mit diesem Öl im Prinzip alle Probleme eures Lebens lösen, ist... Absurde Falschmeldungen.
Wenn aber drin steht, dass ein Öl gewisse Einsatzbedingungen erfüllt, zum Beispiel eher auf Reinigung ausgelegt von eurem Motor, auf lange Ölwechselintervalle, dann wisst ihr Bescheid, okay, dieses Öl kann ich zwar lange fahren, aber ich kann dieses Öl nicht unter extremen Bedingungen bewegen. Das heißt Konkurrenzsituation. Bei unserem Öl haben wir natürlich weniger von diesen Reinigungsmitteln drin, damit die Performance Besser ist. Mehr besser, kann man sagen so, ja. Gönnt euch, Kurva, unser Öl von Palak und Rusak in verschiedenen Viskositäten mit aggressive Silber drauf. Wolltest du noch was zur Rückseite sagen? Hast du doch, Kurva, so schön geschrieben, entwickelt, dies, das. Was hast du da gemacht? Was? Sieht alles für diejenigen, die seriös hier unterwegs sind, auf jeden Fall bei hoher thermischer Belastung. Könnt ihr 10W60 hier, seht ihr Temperaturbereiche. Deswegen kriegt unser GZ 10W60 Rectol Racing. Das bedeutet ausgelegt für maximale Performance, weil es auf Verschleißschutz und... Du musst denen erklären, warum wir 10W60 fahren. Warum? Das können doch nur Idioten fragen für meine Begriffe. Ich sag? Wegen der Viskosität. Und zwar, weil wir haben sehr hohe thermische Belastung. Deswegen brauchen wir möglichst hohe Viskosität, weil wir dieses Automobil immer warm fahren. Und erst wenn das Öl bei 80 Grad Öltemperatur ist, wird das Ding getreten bis ans Limit. Und mit diesem Öl haben wir keine thermischen Probleme. 10W60 darfst du nicht überall reinkippen. Geh bitte in dein Handbuch, guck, was dein Hersteller dir freigibt. Ansonsten, wenn du Drift fährst, solltest du immer Motor warm fahren. Und natürlich, ideal hast du deine Stelle, wo du serienmäßig Öl ablesen kannst. Wenn du das verändert hast, dann ist das alle Werte sowieso Glücksspiel. Aber im Drift ist es so ganze Zeit. Alter. Deswegen hohe thermische Belastung, brauchen wir dickes Öl, damit es bei hohen Temperaturen immer noch die Viskosität von so und so viel beibehält. Danke. Willst du noch was sagen? Dieses Öl gibt es auch in anderen Viskositäten. Zum Beispiel das 5W40 werden wir in der Vulva fahren, weil Vulva... Belastung wird Anhänger. Richtig. Und du bist drin. Gönnt euch, Kurva, unser Öl von Palak und Rusak in verschiedenen Viskositäten mit aggressive Silber drauf. Unser Öl, was bezahlbar ist und was du, Kurva, vor jedem Event wechseln kannst, damit du, Kurva, maximale Performance erhältst. Alle Informationen dazu und alle Details nochmal in der Videobeschreibung. Weil bevor der Rusak hier 30 Jahre euch was erzählt, alles wird eingeblendet, dann wird alles gut. Und wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr mich fragen. Kameraden, am besten, Kurva, schreibt direkt und fragt danach. Weil Rusak, schwierige Thema. Und Kameraden, ihr könnt auch zu Rectol euer Öl einschicken, indem ihr, Kurva, eine Probe denen zusschickt. Und dann kann zum Beispiel Palak feststellen, ob der Rusak, Kurva, immer schön den Motor warm gefahren hat oder ob da, Kurva, halbe Lagerschale und halbe Tank, Kurva, schon drin schwimmt. Stopp! Stopp! Was würde Pohlmann jetzt sagen bei 52 Grad Temperatur? Das war jetzt nicht clever, oder was? Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Kameraden, Palak ist mit seinem Drehbuch abgezogen, Müll hinterlassen. Aufräumen darf natürlich ich. Aber jetzt kann er mich nicht unterbrechen und ich kann euch in Ruhe die wichtigsten Infos zu unserem Öl da hinten mitteilen. Aber erstmal, bevor ich vergesse, Ölprobe von unserem 10W60 RR. Alter! Von der Leiter. Hier ist, Kurva, alles voller Öl. Hier ist, Kurva, alles voller Öl. So sieht aus. Ölanalyse vom Einsatz in Altstedt. Wir hoffen, dass alles gut ist. Oh, Kurva. Lexus kriegt selbstverständlich ebenfalls 10W60 RR. Ganz wichtig. Und bevor ihr das einfüllt, immer gut schütteln. Ihr kennt das ja mit dem Schütteln, weil hier drin ist Molybden, das ist Reibwertverminderer. Wir können hier keine Vorlesung machen, mehrere Stunden. Merkt euch einfach, in jedem Motoröl stecken Wirkstoffe wie Reinigungsmittel, Reibwertverminderer und Verschleißschutz. Zwischen denen kann eine Konkurrenzsituation entstehen, ganz einfach. Was ist diese Konkurrenzsituation? Dazu gehen wir in die Hocke.
Stellt euch vor, ihr habt eine Schmierstelle, das ist zum Beispiel diese Schmierstelle, die ihr schützen wollt. Stellt euch vor, das ist Reinigungsmittelwirkstoff. So, der will jetzt Kurva reinigen. Dieser Wirkstoff, Kameraden, ist Reibwertverminderer. Der will, dass, wenn das kalt ist, weniger Reibung. Der Reibwertverminderer kennt ihr von Raketbanis. Wenn zu viel Reibung, nicht gut. Deswegen muss immer ein bisschen Reibwertverminderer rein. Aber ihr seht, da ist schon belegt, Konkurrenzsituation. Dieser Wirkstoff nicht mehr so gut am Wirken. Bis jetzt geht sogar und sagt Kurva tschüss, weil schon Reinigungsmittel da. Und jetzt will auch Verschleißschutz, das Allerwichtigste eigentlich, was für uns Drifter, Motorensportler ist, auch noch Kurva hier rein, bis jetzt. Und dann entsteht kompletter Pizdetz, Kameraden, und ihr seht, das fällt schon alles nachher auseinander. Komplette Konkurrenzsituation entsteht hier, und wenn das hier eskaliert, also ihr seht, zu viel ist nicht gut. Das ist so eine Situation, zum Beispiel, wir werden in Albanien, neue albanische Mitbürger ins Freibad gehen. Jedenfalls würde ich das Freibad sofort verlassen. Bei denen auch dauerhafte Konkurrenzsituation. Das treibt mich um. Unser Motorenöl, was wir einsetzen, enthält weniger von dieser ganzen unnötigen Chunja, also weniger Reinigungsmittel, deswegen häufigere Ölwechselintervalle, ausgewogenen Anteil an Reibwertverminderer, dass zwischen denen keine Konkurrenzsituation entsteht, dafür aber umso mehr Verschleißschutz. Ich hoffe, das war jetzt für jedermann verständlich. Wenn ihr sowieso Competition fahrt oder Renneinsätze oder Motorensport, Trackdays und so weiter, empfehlen wir euch, das Motoröl häufiger zu wechseln, denn die Belastungen auf Rennstrecken sind natürlich komplett andere wie auf Straße und der ganze Verschleiß sollte schnellstmöglich raus oder auch Spritverdünnung könnte der Fall sein. Deshalb, Kameraden, eher auf Nummer sicher gehen, bei hohen Belastungen das Öl häufiger natürlich wechseln. Das sagt euch jeder Ölhersteller unabhängig von Rectol. Schützt eure Motoren, fahrt Rectol Racing. Taking these bitches off my man's bar.